Firma Rösler Oberflächentechnik ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen in der dritten Generation. Wir beschäftigen uns bei Rösler mit der Herstellung von Gleitschliff- und Strahltechnikanlagen. Darüber hinaus stellt Rösler Schleifkörper und auch chemische Produkte, sogenannte Compounds, her, die wir im Zusammenhang mit unserem Gleitschliffprozess einsetzen und verwenden. Bis zur Einführung von SAP EWM hatte Rösler mit dem SAP WM gearbeitet, mussten uns dann aber im Zuge unserer Gesamtplanung für die S4-Transition eben auch mit dem Thema WM beschäftigen, weil das WM eben ein abgekündigtes Produkt ist und wir dann aber relativ zeitnah die Entscheidung gefällt haben, in dem SAP-Kontext mit dem EWM arbeiten zu wollen. Rösler trennt seine Prozesse eben einmal in Bezug auf Kundenlieferungen. Da sieht es so aus, dass wir am Tag ungefähr 300 Lieferungen oder 300 Pick-Positionen für Kunden machen, insbesondere für unsere Verfahrensmittel, Schleifkörper und Compounds. Wir hatten mit der FIS schon ein Vorgängerprojekt gemacht und dort sehr gute Erfahrungen von der Akquise im Verkauf dann auch über das Projektteam gemacht. Und somit war das für uns eigentlich eine logische Konsequenz, die FIS dann auch in Bezug auf das EWM und weitere Projekte anzufragen. Und so sind wir dann letztendlich auch in dem Logistikkontext zusammengekommen. Als wir 2023 die ersten Gespräche mit der FIS zu dem Thema EWM gesucht haben, war eigentlich von Anfang an klar, dass wir im Minimum unseren Status quo, also alles das, was wir heute tun wollen, wieder erreichen müssen, weil bei uns eben viele Prozesse einmal ausgangsseitig zum Kunden, aber auch in die Produktionsversorgung mit dranhängen. Also das war die ganz klare Forderung auch an die FIS. Und dann sind wir im dritten Quartal 2024 in die Umsetzung gegangen. Das hat sich deswegen ein Stück weit gezogen, weil wir in dem Kontext auch die Entscheidung gefällt haben, das AKL durch das Autostore-Lagersystem zu ergänzen. Das bedeutet natürlich dann eben eine große Änderung des Projektscopes, stellt natürlich dann eben sowohl die Firma Rösler als auch die Firma FIS vor große Herausforderungen. FIS hat es sehr professionell aufgenommen, welche Notwendigkeiten auf der Softwareseite bestehen, weil wir da eben auf FIS-Seite auch das übergreifende Know-how in Bezug auf unsere Prozesse schon vorfinden. Die Zusammenarbeit mit der FIS war von Anfang an sehr partnerschaftlich geprägt. Das hat schon mit der Zeichnung der Verträge in den Räumlichkeiten der FIS in Grafenrheinfeld begonnen, aber auch während des Projekts selbst. Wir waren immer im offenen Austausch und insofern waren wir da mit dem Miteinander sehr zufrieden, was sich bis heute und hoffentlich dann auch in Zukunft weiter fortsetzt.